Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner und bin mal wieder hier in Münchner Osten bei einem Fahrtreffen. Wir haben Freitag, den 12. Mai und es ist 18 Uhr und es sind schon einige hier und haben auch wieder einige ihre Spur 1 Modelle mitgebracht, die sie fahren lassen. Das schauen wir uns nachher alles mal der Reihe nach an. Einige Züge zeige ich wieder, alles nicht, weil sonst würde der Film wahrscheinlich 3 Stunden dauern. Aber es ist doch sicher auch wieder einiges geboten und lassen wir uns mal überraschen, was der Abend heute alles so bringt. Zum Fahrtreffen im Münchner Osten haben auch 2 Modellbahner ihre neue Märklin S26 mitgebracht. Die eine, die grüne, ist die Variante der Gruppenverwaltung Bayern und die zweite, die violette, ist die pfälzische, die bayerische, die in der Pfalz gefahren ist. Und jetzt lassen wir beide gleich mal fahren. Die ist auch hier schwer beladen mit vierachsigen Abteilwagen. Das sind zwar die preußischen, passt also nicht ganz zu Bayern, aber es gibt halt leider keine passenden Wagen. Und jetzt ist die Variante der Gruppenverwaltung Bayern im Einsatz gleich. Und bei der ist auch der Rauchentwickler befüllt, damit man die auch mal hier in Aktion sehen kann. Jetzt kommt ein Glaskasten zum Einsatz, der von KM1 in der ÖBB-Variante für Österreich realisiert wurde. Und dahinter sind auch ein paar österreichische Wagen, auch in Epoche 3. Die ersten 3 sind wahrscheinlich Märklin-Wagen. Und dahinter kommen die Spantenwagen, neue Spantenwagen von Spur 1 Austria. Und jetzt bin ich auch gespannt, wenn der Glaskasten mal losfährt.
Schauen wir uns mal die Wagen an. Und jetzt zwei von den neuen Spantenwagen von Spur 1 Austria. Als nächstes kommt die Vectron von KISS zum Einsatz. Und hinter der Vectron sind Doppelstockwagen der Firma Blacking. Sind schon etwas älter, sind aus Aluminium gefertigt, aber sind immer noch top in Schuss.
Fürs leibliche Wohl ist natürlich auch wieder gesorgt. Reinhold Brenner hat hier schon den Hühnergrill angeheizt. Und da werden wir dann demnächst wahrscheinlich dann auch uns freuen an den Händeln mit dem Oktoberfestrezept. Wie lange brauchen wir die noch? Halbe Stunde? Halbe Stunde ungefähr. Ah. Jetzt kommt die Brauerei 5040 Franco Crosti zum Einsatz von KM1. Das sehen wir jetzt dann gleich, wie dann der Schornstein zugeht und dann der andere aufgeht.
Jetzt gibt es zwischendurch mal ein etwas älteres Modell, fast 20 Jahre alt, eine Baureihe 64 der Firma Hübner, die aber jemand komplett umgebaut hat. Elektronik wurde dann hier ein ESO-Decoder eingebaut mit Rauchentwickler und gealtert wurde sie von Rolf Dornberger. Und die schauen wir uns jetzt mal aus der Nähe an und später lassen wir sie auch fahren. Und schon der Höhepunkt des Abends, jetzt gibt es wieder Brotzeit. Und jetzt während der Händelbrotzeit wird nichts gefahren. Alle Züge stehen, muss auch mal sein. Jetzt gibt es zwei neue Wagen, ganz neu, erst seit kurzem ausgeliefert, TADGS Getreidewagen der Firma Dingler. Die sind 68 cm lang, in Messing in Handarbeit gemacht und die haben hier sogar funktionstüchtig eine Klappe zum Öffnen. Dann kann man reinschauen und dann gibt es innen auch noch eine Öffnung, die man verschließen kann. Das heißt, man kann dann irgendwann mal richtig die Getreidefüllstation bauen. Walter Domacek hier in Rummelshausen, wird dann da irgendwann eine Getreidefüllstation kommen? Müssen wir mal schauen, ob wir das noch irgendwo unterbringen, ja. Aber uns fällt bestimmt was Gutes dazu ein. Und jetzt lassen wir sie vielleicht noch fahren? Genau, jetzt lassen wir sie gleich noch fahren. Super.
Und die Getreidewagen werden jetzt dann gleich von einer Baureihe 212 abgeholt. Eine uralte Märklin-Lok, die schön gealtert worden ist, die inzwischen auch schon einen ESO-Lok-Sounddecoder drin hat und einiges dann noch nachgerüstet und verbessert wird, aber die ist momentan noch nicht ganz fertig. Jetzt muss noch angekuppelt werden. Stilgerecht von Hand. Mit einem starren Kupplungsbügel. Ist ein bisschen einfacher handhabbar als mit der Schraubkupplung. Jetzt kommt der Big Boy von der Firma MTH, der hier im Einsatz ist. Jetzt ist mal eine ältere V100 von Märklin im Einsatz mit einem Brauereizug.
Die Firma Miri Rail hat mal wieder interessantes Ladegut mitgebracht. Und zwar für den Rungenwagen RMMS 33 von KM1 gibt es hier einen Wagenboden in Echtholz mit verschiedenen Färbungen, mit echtem Holz und unten drunter Metall. Und dann hier das Holz als Beladung mit richtigen, fein detaillierten Spanngurten, die so ausschauen, wie wenn es echte wären. Ich habe mal sagen lassen, sie schauen echt aus, aber sie funktionieren leider dann doch nicht ganz. Man kann also nicht richtig verzurren, aber es schaut schon wirklich verblüffend echt aus. Momentan ist dieser Ladeeinsatz nur für den KM1-Rungenwagen lieferbar. Er soll aber auch für Märklin-Rungenwagen demnächst auch kommen, also mit etwas anderen Plattenabmessungen. Schauen wir uns hier nochmal die unterschiedlichen Platten an. Sie sind unten Metall, damit sie eben entsprechend schwer im Wagen liegen, und obendrauf mit echtem Holz einzelne Holzplatten, ganz dünnes Furnier, das da einzeln aufgetragen wurde. Hin und wieder gibt es beim Fahrtreffen im Münchner Osten auch ein bisschen Echtdampfspaß. Der Luigi Ricci Moretti hat mal eine Märklin S36 mal wieder mitgebracht, die heute auch mal wieder mit Echtdampf fahren wird. Wasser ist schon gefüllt und jetzt wird sie gerade angeheizt und dann schauen wir mal, wenn sie losfährt. Jetzt ist die Echtdampflok im Einsatz. Gesteuert wird mit der Funkfernsteuerung. Es ist jetzt 22:20 Uhr, die Reihen lichten sich langsam, aber es sind immer noch einige da beim Fahrtreffen im Münchner Osten bei Reinhold Brenner. Und auch mir hat Spaß gemacht, aber ich werde jetzt langsam dann mal einpacken. Und ich würde mich freuen, wenn Sie mal wieder vorbeischauen würden auf meinem Kanal. Ich sage Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernstein.